Willkommen zurück zu Kontrolle. Irgendwas ist seltsam, irgendwas schmeckt ihm nicht bei der Aufnahme. Da die übelsten Ruckler drin. Gerade schon ein bisschen an der Grafik geschraubt, um das ein bisschen runterzudrehen. Aber aus irgendwelchen Gründen mag er das nicht. Dann versuchen wir es doch mal mit der Auflösung. So. Allerdings muss ich jetzt ganz kurz mit der Maus das Bild skalieren. Oh, oh. Was zur Hölle? Das war nicht der Plan. So. Immer noch Ruckler. Das sieht man mit der Maus nicht so krass. Das sieht jetzt besser aus. Grafisch ist jetzt ein bisschen runtergedreht, aber es geht ja um den Spielspaß. Holy. Okay. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. Get the fuck away! Okay. Ich habe zwar nichts gemacht, aber sie hat mir gedankt. Okay. Amtswaffe, ich würde das jetzt erstmal nicht unbedingt lesen. Direktor Trench, okay. Oh, da war noch beim Multimedia was. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side Hat ein note. bisschen was von Fallout. Remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. Man muss also eine Art russisches Roulette überleben, damit man geeignet ist. So, die lassen Lebenselemente fallen. Ah, okay. Kann ich hier jetzt mal was machen? Natürlich nicht. Warum ruckelt die Aufnahme so scheiße? Muss ich den Rechner vielleicht mal neu starten nach der Episode? Was nicht klappen wird, weil ich gerade am Hochladen bin schon. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Na, Karte? Schauen wir uns da hinten nochmal um. Wenn das geht. Da waren wir drin. Ah, können wir hier durch? Nein, okay. Hier ist jetzt nichts Neues mehr. Dann bleibt uns ja nur die Richtung.
The hotline. Secure line of wir? communication. Guidance. Reach the hotline. Das ist die Stimme von Max Payne. The hotline, says the dead man. Yo, geil. Okay. Mit den Köpfen. Da war gerade deutscher Sprachausgabe. What the? Na. Nein! Die Karte wollte ich eigentlich nicht. Nicht definierte Werte. Was sind das für Gegenstände? Nicht definierte Werte. Okay. Da können wir auch noch nichts machen. Shelter. Ah, das ist wahrscheinlich... Machst du die Tür zu? Und hier bin ich jetzt sicher. Hm? Was geht mit denen ab? Ich lese es jetzt mal nicht aus. Okay. Das sieht jetzt grün aus. Oder gelb. Das ist so Hissing sound that geil tried to gemacht. invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Okay, das wird langsam so viel. Großstadtlegenden, okay. Ich überfliege das und versuche es wiederzugeben. Aber das verstehe ich selber nicht, was da drin stehen soll. Irgendwas mit paranatürliche Phänomene und so weiter. So, was haben wir noch? Schriftverkehr haben wir was Neues. AWE in Duluth. Da war nichts. Ein kaputter Wäschetrockner. Blindgänger. Okay. Dass das in der Aufnahme so ruckelt, das tut mir leid. Das regt mich auch irgendwie auf. Und ich will es nicht zusammenschneiden und rumexperimentieren. Was ich natürlich machen kann, ich kann hier mal. Ein 1080 auf dem 4K-Monitor ist ein bisschen arg. Was ist das eigentlich? Machen wir das mal aus. Okay. Jetzt habe ich richtig schlechte Frames. Oder? Das geht sogar. Alles klar. Ich habe noch nie DLSS benutzt gehabt. Machen wir mal die auf Mittel, auf niedrig. Machen wir einfach mal. Oh. Zur Sicherheit.
Und machen wir Raytracing mal aus. Ich glaube OBS oder mein Rechner mag das mit dem Raytracing, mit der Raytracing und Aufnehmen nicht so. Ganz ehrlich, das wird auch so funktionieren. Kann man hier durch? Achso, wir können ja immer springen. Ich war schon wieder im Dark Souls Modus. Dann gucken wir hier nochmal rum. Aber irgendwas... Versuchen wir es mal so rum, das Spiel auszutricksen. Und dann... Mittel. Wow, okay, Raytracing an ist direkt Ruckler in der Aufnahme. Alles klar, gut zu wissen. Das heißt, wir können theoretisch das hier alles mal aufbohren. Einfach nur zum Testen. Okay, da ruckelt die Aufnahme. Mann, das finde ich nicht so geil, das Debugging hier am Anfang. So. Aber jetzt sollte Mittel eigentlich gut sein für alles. Außer die Kantenglättung. Irgendwas ist hier einfach... Oh. Irgendwas schmeckt der Grafikkarte wahrscheinlich nicht an. Wahrscheinlich die Schatten. Und volumetrische Beleuchtung sind meistens so... Sind keine Daten. Was denn noch? Habe ich irgendwas vergessen wieder auszumachen? Naja, die sollten ja... Ah, Texturenfilterung. Ah, und das da. Jetzt sieht es auf der Aufnahme auch wieder gut aus. Ich weiß nicht, soll ich da runterspringen? Ja, warum nicht? Excuse me? What? Ich wüsste gerne, ob mein Leben so gut kann. Ich mag noch nicht sterben. Okay. Mist. Mal gucken, wo ich wieder spawne. Die Ladezeiten scheinen gar nicht so krass zu sein. Also da macht es zack und dann ist man wieder da. Okay. Ist jetzt natürlich die Frage. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ich hin soll und wo nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal hier reingehen nochmal. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our.
Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Okay. Holy shit. You did it. We did it. Hello? Can you hear me? Okay. Are you with us? Oh, da haben wir die Outfits. Nehmen wir doch das. Da geht die Schnellreise. Alles klar, okay. Da ist dann auch das Leben aufgefüllt. Please, talk to me. Das ist ja dann auch eine andere We Frisur. saw you deal with the compromised agents. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. So, ich will jetzt ganz kurz noch mal was gucken. Push the hiss out. Irgendwie das Outfit ist irgendwie strange. Der Gesichtsausdruck sieht so
voll komisch aus. So, wegen der Frisur. Die Frisur macht es irgendwie weird. So. Da ich hier ein paar Minuten verschwendet habe mit doof in den Einstellungen rumspinnen. Was war das gerade? Aha. Egal. Werde ich jetzt hier einfach mal mehr dranhängen an Zeit. So 10 Minuten zum Zocken. So, wo ist der Agent, den ich cleanen? Den da? Nö. Den da. Hola. Läuft einmal die Katze schön durch. The hiss has burrowed too deep. Das mit den Sammlerbergen sollte man eigentlich immer nach dem Beenden des Satzes bringen. Aber egal. Zischeragent. Das Zischen manifestiert sich bla bla bla. Okay. Ripping mal it drauf out achten. rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. Müssen wir mal drauf achten, ob wir die mehrere davon finden und heilen können. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench? The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all.
Telefon. Look, I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Okay. Thanks, Katze. Emily. Nicht am Mikro reiben. War The ziemlich viel hotline Dialog should bisher. be in the communications department. Oh, so viel Dialog. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. So, HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Okay. Katze, hör mal auf, die Maus zu bewegen. So. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Alles klar. So, jetzt müsste es von der Auflösung her passen, hoffe ich. Keine Lust, da noch rumzuschrauben.
Alles klar. Ich weiß zwar nicht, wie ich es benutzen kann, aber jetzt habe ich hier Items. Okay, was jetzt? Betritt die Kommunikationsabteilung. Wo? Da. Also, vermutlich zur Eingangshalle. Wenn man hier durch kann. Was man natürlich nicht kann. Das sieht aus, als würde da eine Textur fehlen. Aber hier können wir weiter. Öffne die Karte. There it is again. Our welcome message. Level Clearance. Ah, Clearance Level. Nun geht's nicht so gut. Warum gehen die Untertitel hier weg? Zum Beispiel schon mal sehr, sehr gut. Man muss hier um das ganze Nachgeladen überhaupt keinen Kopf machen. Geht einfach. Von selber. Was ist denn das immer? Ah. Den kommen wir nicht ran. Das hat man in irgendeinem Video-Video schon mal gesehen. Den da nicht, der da rumliegt. Mit dem seltsamen Kopf. Aber diese Halle. Das ist ultra cool. Und irgendwie immer noch viel zu laut. Das ist viel zu laut. Ich sehe es am Ausschlag. So. Das sollte besser sein. Okay. Das ist die Kantine. Natürlich liegt eine Akte auf dem Klo. Wie immer. Ich werde die jetzt nicht lesen, alle. So, schauen wir mal Karte. Kantine, das heißt da lang. Hier geradeaus. Was war das gerade? Ah, alles klar, das sind Untertitel für die englischen Texte. Ei, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich gucken, was es zu essen gab. Aber das ist zu klein. So, da gehe ich aber erst in der nächsten Folge rein. Weil ich weiß nicht, wie lange der Abschnitt ist, der da jetzt kommt, deswegen nicht, dass die Folge dazu ultra übertriebene Extremlänge kriegt. Außerdem, ja, die Katze bewegt hier schon die Maus, die möchte langsam was zu essen. Und die wird jetzt auch was zu essen bekommen. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gerne noch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.